Warum spielen so wenige Leute Tank? Naja, weil es keinen Spaß macht vielen Leuten. Und danke für den Follow. Vielen Leuten macht das halt keinen Spaß. Mir persönlich auch nicht. Ich habe vor 2 Jahren beim ersten FEC habe ich Tank gespielt. Wollte ich eigentlich gar nicht. Wollte ich damals schon nicht. Aber wir hatten keinen anderen Tank. Wir hatten irgendwie 5 Leute in der Gilde oder so, die gesagt haben, yo, sie machen Tank, sie machen Tank. Und die meisten haben es nicht mal bis 120 geschafft, dann haben sie schon gequittet. Und dann hatte ich halt 8 Char-Taktik gemacht. Hatte halt einen Knight, logischerweise. Oder ich meine, muss ja nicht zwingend ein Knight sein, aber ein Knight ist halt am chilligsten, generell. Und da hatte ich halt den Knight schon. Und dann haben wir halt zusammengelegt für Kruentos, weil das Schweine teuer war, weil natürlich jeder Tank Kruentos getragen hat. Also was heißt zusammengelegt? Ich weiß gar nicht mehr. Nee, irgendeiner hat... Also immer wenn jemand was gedroppt hat, was ich gebraucht habe, hat er es halt natürlich an mich verkauft. Zu einem fairen Preis, irgendwie so. Auf jeden Fall so ein bisschen zusammengearbeitet, dass es halt ein bisschen schneller geht. Aber wie gesagt, ich wollte ja auch gar nicht tanken. Also ich wollte eigentlich Elementor spielen. Und dann habe ich Elementor und Knight gespielt. Also ich habe getankt und geAOE't. Und ich kann aus Erfahrung sagen, dass es schon ziemlich ass ist. Also ich meine, wenn du einen Dungeon 400 oder 500 Mal machst, kann ich jetzt nicht sagen, dass es mit einer anderen Klasse nicht wirklich sehr viel spannender ist. Wenn du es ein paar 100 Mal gemacht hast, wäre jetzt auch gelogen, wenn man sagen würde, der 450. Run fühlt sich an wie der erste, so ungefähr. Das ist nämlich definitiv nicht so. Aber... Tank ist halt blöd, weil du keinen Schaden machst. Und Flyf definiert sich halt irgendwie durch Schaden. Vor allem im PvE. Da ist ja das Einzige, wo du wirklich irgendwas spürst, ist ja eigentlich der Schaden, den du machst. Und wenn du keinen Schaden machst, fühlt sich das halt immer so ein bisschen ätzend an. Und ein Tank macht halt für gewöhnlich nicht wirklich viel Schaden. Außer ein Ringmaster-Tank, der einen SOS trägt vielleicht. Aber für gewöhnlich bist du nicht... Also wenn du der Tank bist, bist du für gewöhnlich nicht derjenige, der den Schaden macht. Du machst vielleicht auch Schaden, aber du machst nicht den Schaden. Und das fühlt sich halt für viele nicht so nice an. Außerdem muss man bei Tank halt schon ein bisschen mehr aufpassen. Das ist wahrscheinlich das Hauptsächliche, warum es nicht so beliebt ist. Erstens brauchst du verhältnismäßig gutes Equipment. Oder besseres Equipment als der durchschnittliche Damage-Dealer. Und du musst halt vor allem viel mehr aufpassen. Und dir wird auch immer die Schuld gegeben. Also das war etwas, was mich irgendwann auch ziemlich getriggert hat. Dass jeder zuerst die Schuld bei dir sucht. Und ich meine, fairerweise ist es auch schwierig, bei jemand anderem die Schuld zu suchen, weil wirklich RM und Tank sind so die Hauptverdächtigen, wenn irgendwas schief geht. Logischerweise, weil ich meine, ich jetzt zum Beispiel als Jester kann jetzt nicht wirklich viel machen, wodurch man sagen könnte, ja, das war jetzt definitiv der Jester schuld sozusagen. Aber ist halt trotzdem so, dass halt dann logischerweise, dass dann auch irgendwann auf den Sack geht, dass man halt immer der Böse ist sozusagen. Und ja. Also es ist so eine Mischung aus diesen Gründen, würde ich sagen. Es ist nicht besonders spannend. Du brauchst verhältnismäßig gutes Equipment. Machst keinen Schaden, was wie gesagt im Fly vielleicht so das Hauptding ist, Schaden machen. Und bist halt immer der Gelackmeierte, wenn was schief geht. Was wie gesagt schon irgendwo Sinn ergibt, aber trotzdem ist es halt ätzend, natürlich. Also ich würde sagen, die Gründe nicht Tank zu spielen überwiegen den Gründen Tank zu spielen. Und dann ist es halt so, dass halt auch viele Tanks Zweitcharakter sind, die halt nur für bestimmte Leute tanken. Also sozusagen
eine Gilde oder eine Farmgruppe macht sich halt zusammen einen Tank, wie ich es vorhin schon beschrieben habe. Da arbeitet man zusammen oder legt vielleicht auch zusammen, damit der Tank schneller ausgerüstet ist. Kauft oder unterstützt man sich irgendwie irgendwo, damit man halt schneller loslegen kann. Und dann ist der Tank halt aber wirklich designiert für diese Gruppe. Das ist dann kein einzelner Spieler, der Tank spielt, sondern einer aus der Gruppe spielt auch Tank, sozusagen. Und das heißt, dieser Tank wird niemals frei verfügbar sein für alle anderen Spieler, weil er halt überhaupt nur existiert für diese 3 bis 5 Leute oder so. Und wenn diese 3 bis 5 Leute aber nicht farmen, dann farmt auch der Tank nicht, sozusagen. Also Tank-Character gibt es wahrscheinlich mehr als Tank-Spieler. Also ich meine, das ist bei jeder Klasse so, aber bei Tank ist es wahrscheinlich überdurchschnittlich viel mehr. Also bei Tank könnte ich mir vorstellen, es gibt 3-mal so viele Tank-Character als Tank-Spieler, wohingegen bei AOE zum Beispiel gibt es wahrscheinlich nur 2-mal so viele AOE-Character wie Spieler. Also nur um es zu veranschaulichen, was ich meine. Also ich denke, Tank ist die Rolle, die eher ausgerüstet wird, um sie einfach zu haben und nicht um sie actually zu spielen, weil man sie so gerne spielt. Anders halt als zum Beispiel bei einem Blade oder bei einem AOEler. Wobei man sagen muss, was viele Leute auch immer noch nicht... Also es ist eh so crazy. Das ist genau das gleiche wie das Drop-Rate-Thema. Beim Endboss erst vor 2 Tagen wieder spammt einer die ganze Zeit Who's Lasted und so. Dabei spielt das überhaupt keine Rolle. Der Lasted spielt keine Rolle. Es ist vollkommen egal, wer Lasted und trotzdem ist das immer noch so ein permanentes Ding, dass das viele Leute nicht wissen. Und das trifft halt auf viele Themen zu. Und was halt auch viele Leute, glaube ich, immer noch nicht so wirklich wissen, ist halt, dass jede Klasse, also zumindest jetzt, ich meine, als das Update neu war und so, war das natürlich auch anders, aber jetzt mit 150er Equipment und mit dem Cobra-Nerf vor allem noch, die Cobras wurden jetzt ja auch krass genervt, was wahrscheinlich auch wieder einige Leute nicht mitbekommen haben, es kann halt wirklich jeder Wilds tanken, sofern du das Equipment hast. Du brauchst halt ein PvE-Set, du brauchst eine zweite Stat-Page, ich meine, vor der STR brauchst du es nicht probieren, aber du brauchst eine zweite Stat-Page, du brauchst ein PvE-Set und das reicht eigentlich schon. Wenn du sonst nichts kaufen willst, dann musst du halt Power-Ups aktivieren. Wobei es auch wieder abhängig von deinen Ringmastern ist. Wenn du extrem gute Ringmaster hast, könnte das sogar auch schon reichen. Muss man vielleicht ein kleines bisschen aufpassen. Aber so vom Prinzip her kann auch jede Klasse tanken mit verhältnismäßig wenig Ansprüchen. Ach so, eine Tankwaffe vielleicht noch, ja. Aber es ist wirklich... Also PvE-Set hat eigentlich sowieso jeder, würde ich mal behaupten. Oder die allermeisten haben eins. Da brauchst du dann Feuer plus 10, musst halt Element changen, aber sonst passt es ja. Wie gesagt, eine zweite Stat-Page, dass du halt genug Blockrate hast. Und klar, eine Tankwaffe wäre natürlich auch nicht schlecht, um halt wirklich sicher zu sein, dass man es packt. Beziehungsweise um halt die Blockrate noch leichter zu erreichen oder um noch Schadensverringerung zu kriegen und ein bisschen HP-Rate und so weiter. Aber grundsätzlich ist das echt easy. Es kostet dich halt hier und da ein kleines bisschen mehr natürlich. Vor allem die zweite Stat-Page ist etwas, was jetzt nicht jeder einfach so hat. Aber vom Prinzip her kann es tatsächlich jeder. Also ich habe auch schon die ganze Zeit gesagt, von Anfang an, dass ich auch tanken könnte mit meinem Jester. Aber ich habe halt die zweite Stat-Page nicht. Also ich will es auch nicht wirklich, aber ich habe schon von Anfang an gesagt, wenn ich eine zweite Stat-Page hätte, würde ich einfach selber tanken. Weil mir diese Tanksuche zwischenzeitlich... Ich meine, an manchen Tagen ist es schon echt schlimm. Da suchst du 10 Minuten lang wirklich nur nach einem Tank. Da kommt natürlich sofort der Gedanke, ja, Alter, dann... Ich würde einfach selber tanken, wenn ich es könnte, so ungefähr. Aber es fehlt auch nicht viel. Es ist, wie gesagt, die... eigentlich die zweite Stat-Page, die mich als einziges zurückhält. Cleanes Lusakas Jojo zum Beispiel, das kostet 500 Mio. Element auf der Suit changen. Und das wär's schon. Können es schon loslegen. Das sind die minimalsten Hindernisse eigentlich. Und das geht aber für mich. Viele Leute haben ja zum Beispiel den Battle Pass. Das heißt, die brauchen die zweite Stat-Page durch 125 Hero, beziehungsweise Master gar nicht. Die können einfach durch den Battle Pass die zweite Stat-Page umstatten. Und sofort werden sie ready eigentlich. Aber das wissen halt viele, wie gesagt, vermutlich nicht. Vor ein paar Tagen hatten wir einen
Blader ist Tank. Der war einfach Blade, Tank, hatte aber trotzdem 2 Herneswaffen, hat fetten AOE-DPS gemacht und sein normaler DPS waren einfach auch noch über 300.000. Also der war einfach 3 in 1. Er hat getankt, einen guten AOE-DPS gemacht und einen mittelmäßigen normalen DPS. Ich meine, gut, bei einem Blade kostet das natürlich schon ziemlich viel. 2 Herneswaffen plus 2 Nicht-Herneswaffen. Also bei Blade ist das natürlich vom Ding her am teuersten. Ich würde es jetzt eher mit einer anderen Klasse probieren. Knight zum Beispiel wäre deutlich günstiger. Oder Jester wäre extrem günstig. Aber wie gesagt, also grundsätzlich kann das jeder. Und vor allem, wenn man das PvE-Set plus 10 schon hat, das ist das teuerste. Das zweite wäre dann die Stat-Page. Und das günstigste wäre in den meisten Fällen die Tankwaffe. Und Tank-Schmuck brauchst du nicht wirklich. Oder zumindest kein Defender-Set brauchst du nicht wirklich. CS-Set brauchst du jetzt auch nicht unbedingt irgendwas krasses mit Blessing of the Demon erwecken. Also ist schon echt easy eigentlich. Aber wie gesagt, die meisten wissen das wahrscheinlich auch einfach gar nicht, dass sie das relativ einfach machen könnten. Vor allem, wie gesagt, jetzt mit dem Cobra-Nerf. Also Pre-Cobra-Nerf war es schon auch ziemlich ätzend, weil die Cobras schon wirklich stark waren. Aber das wurde jetzt ja, wie gesagt, behoben, dieses Problem. Also die meisten Wipes waren immer bei den Cobras, weil sie auch wesentlich stärker sind als waren als alle anderen Monster. Und das Problem hast du jetzt auch nicht mehr. Also jetzt kannst du es wirklich noch leichter. Also jetzt kann es wirklich jeder und dann auch noch mit noch niedrigeren Anforderungen als vorher. Jetzt ist wahrscheinlich sogar fast egal, ob du Element plus 9 oder 10 hast. Oder nochmal 5000 oder 10.000 HP weniger oder was auch immer. Jetzt ist es nochmal viel leichter.